On the 30th of January 1945, the 12th anniversary of his appointment as Chancellor, Hitler no longer appears in public. He is physically diminished and rarely seen outside the Reich Chancellery. Instead, he dictates a radio speech that will be broadcast nationwide. One more attempt to bind a collapsing society to a collapsing regime. In this last address, his tone is far more subdued than the version most people know. At times, it feels closer to the secret recording of his conversation with Finnish Commander-in-Chief Carl Gustaf Emil Mannerheim on his birthday. A private exchange captured without Hitler's knowledge by Finnish broadcaster YLE. We'll link to this radio address on the end screen and in the video description. By late January 1945, Hitler's thousand-year Reich was barely a few weeks away from collapse. In the east, the Red Army had smashed through German lines in the Vistula-Oder offensive and was racing towards Berlin. East Prussia and Silesia were scenes of chaos, with millions of refugees on frozen roads, fleeing both Soviet troops and the regime's own orders to hold every village to the last bullet. In the west, the Ardennes offensive had failed. Allied bombers were turning German cities into rubble. Food was short, fuel was gone. Faith in victory was evaporating. It is in this setting that Hitler records his last public address to the German people. The tone is very different from his triumphant speeches of the late 1930s. Gone are the parades, the roaring crowds, the visual spectacle. What remains is a disembodied voice, speaking from a capital with the Red Army now only some 60 to 70 kilometers away on the Oder, soon to be within range of Soviet artillery. In the broadcast, Hitler does what he has always done. He insists that the war was forced upon Germany by a global conspiracy of enemies, above all, international Jewry and the Western plutocracies. He portrays the conflict as an existential struggle, not over borders, but over the very survival of the German nation. Surrender, he implies, would mean annihilation. At the same time, he offers almost nothing in the way of concrete military hope. By early 1945, even deeply loyal Germans know that the fronts are crumbling. Historians like Ian Kershaw have pointed out that these last speeches no longer really promise victory. Instead, they demand endurance and obedience in the face of obvious disaster. The message is not, "We will win," but "You must go down with us." One of the most striking lines in the January broadcast is Hitler's declaration that the epoch of unbridled economic liberalism has outlived itself. In this speech, he contrasts a decaying bourgeois world and parliamentary liberalism with the supposed discipline and unity of National Socialism. Historian Rainer Zittelmann uses this final radio address, together with Hitler's later dictations in 1945, to argue that Hitler now presented National Socialism as a state-controlled alternative to both capitalism and Bolshevism. The speech also leans heavily on religious and sacrificial language. Hitler speaks of duty, of providence, of a people tested by suffering. He frames the immense losses of the previous years not as the result of his own choices, but as a kind of purifying fire through which the German Volksgemeinschaft must pass. In this telling, the dead at the front, the bombed-out families, and the refugees are folded into a story of necessary sacrifice rather than catastrophic miscalculation. Nicholas Stargart's work with diaries and letters shows that many Germans who still listened to these broadcasts heard something very different. They heard a leader who offered no realistic way out, only more destruction, but they also heard and feared the alternative. For millions in the East, the Soviet advance meant revenge, rape, and expulsion. Even when they no longer believed in victory, they were afraid of what would follow defeat. Hitler's words tried to exploit exactly that fear. In the 1930s, Hitler's January speeches marked a new beginning. The seizure of power turned into a national holiday, celebrated with torches, banners, and carefully staged mass enthusiasm. By 1945, the ritual is hollow. There is no crowd, no march, no film of cheering Berliners. There is only a regime speaking to itself, insisting on ultimate loyalty at the very moment its power is dissolving. And yet the speech still matters. It is Hitler's last attempt to explain the war to his own people in his own voice. In those final minutes of radio time, we hear the same elements that have always been there: conspiracy, racial hatred, faith in violence, contempt for liberal democracy, but now stripped of triumph and surrounded by ruins. 3 months later, Hitler will be dead, Berlin will have fallen, and the Third Reich will no longer exist.
The 30th of January 1945 broadcast stands as a kind of audio monument to that ending. A dictator talking about destiny while history closes in around him. The following audio is an original recording of Adolf Hitler's final public address. It is included here solely for historical and educational purposes. This documentary does not in any way support or endorse the views expressed in this speech. Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen, Nationalsozialisten. Als mich als Führer der stärksten Partei vor 12 Jahren der verewigte Reichspräsident von Hindenburg mit der Kanzlerschaft betraute, erinnernd vor der gleichen Situation wie heute in weltpolitischer Hinsicht nach außen. Der durch den Versailler Vertrag planmäßig eingeleitete und fortgeführte Prozess der wirtschaftlichen Zerstörung und Vernichtung der Demokratischen Republik führte zur allmählich dauerhaft gewordenen Erscheinung von fast 7 Millionen Erwerbslosen, 7 Millionen Kurzarbeitern, einem zerstörten Bauernstand, einem vernichteten Gewerbe und einer dementsprechend auch zum Erliegen gekommenen Handelswirtschaft. Die deutschen Häfen waren nur noch Schiffsfriedhöfe. Die finanzielle Lage des Reiches droht in jedem Augenblick zum Zusammenbruch nicht nur des Staates, sondern auch der Länder und der Gemeinden zu führen. Das Entscheidende aber war Folgendes. Hinter dieser wirtschaftlichen, methodischen Zerstörung Deutschlands stand das Gespenst des asiatischen Bolschewismus, damals genauso wie heute. Und so wie jetzt im Großen, war in den Jahren vor der Machtübernahme im Kleinen, Inneren, die bürgerliche Welt völlig unfähig, dieser Entwicklung einen wirksamen Widerstand entgegenzusetzen. Man hatte, auch nach dem Zusammenbruch des Jahres 1918, immer noch nicht erkannt, dass eine alte Welt im Vergehen und eine neue im Werden ist. Dass es sich nicht darum handeln kann, das, was sich als morsch und faul erwiesen hatte, mit allen Mitteln zu stützen und damit künstlich zu halten, sondern dass es notwendig ist, das ersichtlich Gesunde an dessen Stelle zu setzen. Eine überlebte Gesellschaftsordnung war zerbrochen und jeder Versuch, die aufrechtzuerhalten, musste vergeblich sein. Es war also nicht anders wie heute im Großen, da ebenfalls die bürgerlichen Staaten der Vernichtung geweiht sind und nur klar ausgerichtete, weltanschaulich gefestigte Volksgemeinschaften die seit vielen Jahrhunderten schwerste Krise Europas zu überdauern vermögen. Nur 6 Jahre des Friedens sind uns seit dem 30. Januar 1933 vergönnt gewesen. In diesen 6 Jahren ist Ungeheures geleistet und noch Größeres geplant worden. So vieles und so Gewaltiges, dass es aber erst recht den Neid unserer demokratischen, nichtskönnenden Umwelt erweckte. Das Entscheidende aber war, dass es in diesen 6 Jahren gelang, mit übermenschlichen Anstrengungen den deutschen Volkskörper wehrmäßig zu sanieren. Das heißt, ihn nicht in erster Linie mit einer materiellen Kriegsmacht auszustatten, sondern mit dem geistigen Widerstandswillen der Selbstbehauptung zu erfüllen. Das grauenhafte Schicksal, das sich heute im Osten abspielt und das in Dorf und Markt, auf dem Lande und in den Städten die Menschen zu 10 und 100.000 ausrottet, wird mit äußersten Anstrengungen von uns am Ende trotz aller Rückschläge und harten Prüfungen abgewehrt und gemeistert werden. Wenn das aber überhaupt möglich ist, dann nur, weil sich seit dem Jahr 1933 eine innere Wende im deutschen Volk vollzogen hat. Heute noch ein Deutschland des Versailler Vertrages und Europa wäre schon längst von der innerasiatischen Sturmflut weggefegt worden. Mit jenen nie aussterbenden Strohköpfen braucht man sich dabei kaum auseinanderzusetzen, die der Meinung sind, ein wehrloses Deutschland wäre infolge seiner Ohnmacht sicher nicht zum Opfer dieser jüdisch-internationalen Weltverschwörung geworden. Das heißt nichts anderes, als alle Naturgesetze auf den Kopf stellen
Wann wird die wehrlose Gans vom Buchsbett wegen nicht gefressen, weil sie in Folge ihrer Konstitution aggressive Absichten nicht haben kann? Und wann wird der Wolf endlich Pazifist, weil die Schafe keine Rüstung besitzen? Dass es, wie gesagt, so bürgerliche Schafe gibt, die das in allem Ernst glauben, beweist nur, wie notwendig es war, ein Zeitalter zu beseitigen, das in seiner Erziehung solche Erscheinungen zu züchten und zu halten vermochte, ja, ihnen sogar politischen Einfluss einräumte. Längst, ehe der Nationalsozialismus zur Macht gekommen war, tobte bereits der unerbittliche Kampf gegen diesen jüdisch-asiatischen Bolschewismus. Wenn er nicht schon im Jahr 1919, 20 Europa überrannte, dann nur deshalb, weil er damals selbst noch zu schwach und zu wenig gerüstet war. Sein Versuch, Polen zu beseitigen, wurde nicht aufgegeben aus Mitleid mit dem damaligen Polen, sondern nur infolge der verlorenen Schlacht vor Warschau. Seine Absicht, Ungarn zu vernichten, ist nicht unterblieben, weil man sich eines anderen besann, sondern weil die bolschewistische Gewalt militärisch nicht aufrechterhalten werden konnte. Der Versuch, Deutschland zu zertrümmern, wurde ebenfalls nicht aufgegeben, weil man etwa den Erfolg nicht mehr wünschte, sondern weil es nicht gelang, den Rest der natürlichen Widerstandskraft unseres Volkes zu beseitigen. Sofort begann das Judentum aber nunmehr mit der planmäßigen inneren Zersetzung unseres Volkes, und es hatte dabei die besten Bundesgenossen in jenen verbohrten Bürgern, die nicht erkennen wollten, dass das Zeitalter einer bürgerlichen Welt eben beendet ist und niemals wiederkehren wird, dass sie die Epoche des zügellosen wirtschaftlichen Liberalismus überlebt hat und nur zum eigenen Zusammenbruch führen kann, dass man aber vor allem die großen Aufgaben der Zeit nur zu meistern vermag unter einer autoritär zusammengefassten Kraft der Nation, ausgehend von dem Gesetz der gleichen Rechte aller und daraus folgend erst der gleichen Pflichten. Genauso wie umgekehrt die Erfüllung dieser gleichen Pflichten auch zwangsläufig zu gleichen Rechten führen muss. So hat der Nationalsozialismus inmitten einer gigantischen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aufbautätigkeit, vor allem auch erziehungsmäßig, dem deutschen Volk jene Rüstung gegeben, die überhaupt erst in militärische Werte umgesetzt werden konnte. Die Widerstandskraft unserer Nation ist seit dem 30. Januar 1933 so ungeheuer gewachsen, dass sie nicht mehr vergleichbar ist mit der früheren Zeit. Die Aufrechterhaltung dieser inneren Widerstandskraft aber ist zugleich das sicherte Garant für den endgültigen Sieg. Wenn Europa heute von einer schweren Krankheit ergriffen ist, dann werden die davon betroffenen Staaten sie entweder unter Aufbietung ihrer ganzen und äußersten Widerstandskraft überwinden oder an ihr zugrunde gehen. Allein auch der Genesende und damit Überlebende überwindet den Höhepunkt einer solchen Krankheit nur in einer Krise, die ihn selbst auch auf das Äußerste schwächt. Es ist aber deshalb erst recht unser unabänderlicher Wille, in diesem Kampf der Errettung unseres Volkes vor dem grauenhaftesten Schicksal aller Zeiten vor nichts zurückzuschrecken und unwandelbar und treu dem Gebot der Erhaltung unserer Nation zu gehorchen. Der Allmächtige hat unser Volk geschaffen. Indem wir seine Existenz verteidigen, verteidigen wir sein Werk. Dass diese Verteidigung mit namenlosem Unglück, Leid und Schmerzen sondergleichen verbunden ist, lässt uns nur noch mehr an diesem Volk hängen. Es lässt uns aber auch jene Härte gewinnen, die notwendig ist, um auch in schlimmsten Krisenpunkten unsere Pflicht zu erfüllen. Das heißt, nicht nur die Pflicht dem anständigen, ewigen Deutschland gegenüber, sondern auch die Pflicht gegenüber jenen wenigen Ehrlosen, die sich von ihrem Volkstum trennen. Es gibt deshalb in diesem Schicksalskampf für uns nur ein Gebot. Wer ehrenhaft kämpft, kann damit das Leben für sich und seine Lieben retten. Wer der Nation aber feig oder charakterlos in den Rücken fällt, wird unter allen Umständen eines schimpflichen Todes sterben. Dass der Nationalsozialismus diesen Geist in unserem deutschen Volk erwecken und erhärten konnte, ist seine größte Tat.
wenn einmal nach dem Abklingen dieses gewaltigsten Weltdramas die Friedensglocken läuten werden, wird man erst erkennen, was das deutsche Volk dieser seelischen Wiedergeburt verdankt. Es ist nicht weniger als sein Dasein auf dieser Welt. Vor wenigen Monaten und Wochen noch haben die alliierten Staatsmänner ganz offen das deutsche Schicksal gekennzeichnet. Sie wurden daraufhin von einigen Zeitungen ermahnt, klüger zu sein und lieber etwas zu versprechen, auch wenn man nicht die Absicht habe, das Versprochene später einzuhalten. Ich möchte in dieser Stunde als unerbittlicher Nationalsozialist und Kämpfer meines Volkes diesen anderen Staatsmännern einmal für immer die Versicherung abgeben, dass jeder Versuch der Einwirkung auf das nationalsozialistische Deutschland durch Phrasen Wilsonscher Prägung eine Naivität voraussetzt, die das heutige Deutschland nicht kennt. Aber es ist überhaupt nicht entscheidend, dass in den Demokratien die politische Tätigkeit und die Lüge als unlösbare Bundesgenossen in Erscheinung treten, sondern entscheidend ist, dass jedes Versprechen, das diese Staatsmänner einem Volk abgeben, heute überhaupt völlig belanglos ist, weil sie selbst nicht mehr in der Lage sind, jeweils irgendeine solche Versicherung einlösen zu können. Es ist nicht anders, als wenn ein Schaf einem anderen die Versicherung abgeben wollte, es vor einem Tiger zu beschützen. Ich wiederhole demgegenüber meine Prophezeiung. England wird nicht nur nicht in der Lage sein, den Bolschewismus zu bezähmen, sondern seine eigene Entwicklung wird zwangsläufig mehr und mehr im Sinne dieser auflösenden Krankheit verlaufen. Die Geister, die die Demokratien aus den Steppen Asiens gerufen haben, werden sie selbst nicht mehr los. All die kleinen europäischen Nationen, die im Vertrauen auf alliierte Zusicherungen kapitulierten, gehen ihrer völligen Ausrottung entgegen. Ob sie dieses Schicksal etwas früher oder später trifft, ist gemessen an seiner Unabwendbarkeit völlig belanglos. Es sind ausschließlich taktische Erwägungen, die die Kreml Juden bewegen, in einem Mal sofort brutal und im anderen Fall zunächst etwas zurückhaltender vorzugehen. Das Ende wird immer das gleiche sein. Dieses Schicksal aber wird Deutschland niemals erleiden. Der Garant dafür ist der vor 12 Jahren erfochtene Sieg im Inneren unseres Landes. Was immer auch unsere Gegner erfinden mögen, was immer diesen Landschaften und vor allem unseren Menschen an Leid zu fügen, es verblasst gegenüber dem unkorrigierbaren Jammer und Unglück, das uns retten müsste, wenn jemals die plutokratisch-bolschewistische Verschwörung Tiger bliebe. Es ist daher am 12. Jahrestag der Machtübernahme erst recht notwendig, das Herz stärker zu machen als jemals zuvor und endlich den heiligen Entschluss zu erhärten, die Waffen zu führen, ganz gleich wo und ganz gleich unter welchen Umständen, so lange bis am Ende der Sieg unsere Anstrengungen krönt. Ich möchte an diesem Tag aber auch etwas anderes keine Zweifel lassen. Einer ganzen feindlichen Umwelt zum Trotz habe ich einst im Inneren meinen Weg gewählt und bin ihm als unbekannter Namenloser gewandert bis zum endgültigen Erfolg. Oftmals tot gesagt und jederzeit tot gewünscht, abschließend doch als Sieger. Mein heutiges Leben wird aber ebenso ausschließlich bestimmt durch die mir obliegenden Pflichten. Sie ergeben zusammengefasst nur eine einzige, nämlich für mein Volk zu arbeiten und dafür zu kämpfen. Von dieser Pflicht kann mich nur der entbinden, der mich dazu berufen hat. Es lag in der Hand der Vorsehung am 20. Juli durch die Bombe, die 1,5 Meter neben mir krepierte, mich auszulöschen und damit mein Lebenswerk zu beenden. Dass mich der Allmächtige an diesem Tag beschützte, sehe ich als eine Bekräftigung des mir erteilten Auftrages an. Ich werde daher auch in den kommenden Jahren diesen Weg kompromissloser Vertretung der Interessen meines Volkes weiter wandern, unbeirrt um jede Not und jede Gefahr und durchdrungen von der heiligen Überzeugung, dass am Ende der Allmächtige den nicht verlassen wird, der in seinem ganzen Leben nichts anderes wollte, als sein Volk vor einem Schicksal zu retten, das es weder seiner Zahl
noch gar seiner Bedeutung nach jemals verdient hat. Ich appelliere in dieser Stunde deshalb an das ganze deutsche Volk, an der Spitze aber meine alten Mitkämpfer und an alle Soldaten, sich mit einem noch größeren, härteren Geist des Widerstandes zu wappnen, bis wir wieder wie schon einmal den Toten dieses gewaltigen Ringens den Kranz mit der Schleife auf das Grab legen dürfen, und ihr habt doch gesiegt. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er das seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf. Und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend. Indem wir eine so verschworene Gemeinschaft bilden, können wir mit Recht vor den Allmächtigen treten und ihn um seine Gnade und seinen Segen bitten. Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jeder, der kämpfen kann, kämpft, und jeder, der arbeiten kann, arbeitet, und alle gemeinsam opfern, nur von dem einen Gedanken erfüllt, die Freiheit, die nationale Ehre und damit die Zukunft des Lebens sicherzustellen. Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht Innerasien siegen, sondern Europa, und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation.